diese Leistung, dass sie als Staat wirklich funktionieren und jeder auch was für den Staat tut und nicht nur sich sieht, sondern alles zur Gemeinschaft beiträgt. So, was nun? Darum. Schirm auf. Na ja. Schnell, schnell. Dass sie nicht hinterherkommen. Opa. Ja. Können Sie nicht so viele Fragen stellen. Er erklärt nicht ganz so gerne was, da muss man immer ein bisschen mehr nachhaken. Also da muss man jetzt sagen, Opa, erklärst du mir erstmal am Wochenende oder was machst du da jetzt oder wie macht man das jetzt? Man muss ein bisschen hartnäckig sein. Als kleine Kinder haben wir halt ziemlich oft geholfen, wenn Opa dann den Honig geschleudert hat. Und das Lustigste war dann immer, den Finger unter den runterlaufenden Honig zu halten und dann mal zu naschen. Und dann hat man sich auch für mehr als den Honig, wenn man ein bisschen älter war, interessiert. Es hat immer gut gerochen da, es sah immer total spannend aus. Und deshalb fand ich das dann einfach nur toll und habe mich damit dann noch näher beschäftigt. Vorsicht, die brechen dann. Mein Opa ist schon seit 70 Jahren Imker und er hat das auch von seinem Großvater gelernt. Also er hat auch in meinem Alter angefangen. Im Herbst kommen die Bienen dann eher zur Ruhe. Das heißt, man hat als Imker nicht mehr so viele Aufgaben zu erledigen und kann sich dann schon auf die nächste Saison vorbereiten. Zum Beispiel kann man dann Mittelwände einlöten. Das sind Wachsplatten und wenn die ausgebaut werden, wird daran Honig oder zum Beispiel die Brut eingelagert. Hier reinstecken. Wo die Kunstwabe drauf liegt, das sind so feine Drähte, die werden jetzt mit Strom verbunden. Und da werden die warm und dann schmelzt die sich ein. Man kann das ein bisschen beschleunigen, wenn man das drauflegt. Geht wieder nicht. Doch, guck mal, jetzt wird's warm. Da kommt es jetzt. Wenn man Berufsimker ist, achtet man auf andere Sachen oder muss man gucken, dass man alle Völker gut durchkriegt, damit man dann auch Ertrag hat, weil man ja davon leben muss. Und also, dass man das mit so einem Druck oder Zwang noch sehen muss, finde ich dann nicht so schön. Deshalb haben wir nur so eine relativ kleine Zahl, also 5, 6 Völker reichen eigentlich. Mehr müssten es jetzt nicht sein, weil es ja nur ein Hobby ist, was wir nebenbei machen. Bist du unterm Schirm? Das mit dem Honig ist auch nur ein schöner Nebenbeitrag von der Biene, aber der größte Beitrag ist ja, dass sie bestäuben, die Bienen. Also sonst hätten wir fast kein Obst oder auch teilweise kein Gemüse. Und das ist schon sehr faszinierend. Das darf man vor allem nicht unterschätzen, dass die Biene so wichtig auch für die Umwelt ist. Als wir klein waren wir eigentlich immer draußen, anstatt Fernsehen zu gucken, weil wir ziemlich nah am Wald wohnen. Und das ist einfach schön, dann einfach mal rauszugehen und die Natur zu sehen, die Ruhe da und dann die Vögel zu hören. Es war einfach schon immer so, dass ich mich da irgendwie immer hingezogen gefühlt habe. Es gibt viele Vorgärten heutzutage, wo einfach Steine statt Gras sind, einfach weil es pflegeleichter ist. Aber da muss man überlegen, dass es ja tot für die Bienen ist. Wenn ich an so Steingärten oder an so versiegelten Flächen vorbeigehe, finde ich das schon traurig, weil man da nichts findet, keine Blume, nichts Lebensfrohes, was die Bienen oder Insekten sammeln könnten.
Und wenn man sich das mal so überlegt, dass auch viele Wegstreifen lieber mit Gras besät werden, anstatt mit Blüten oder Blumen, die die Insekten nutzen könnten. Also es ist, schon nicht so schön. Vor allen Dingen, weil man ja teilweise viel machen kann, aber es dann irgendwie an der Umsetzung scheitert. Also wenn der Raps zum Beispiel durch ist, finden die Bienen meistens nicht mehr viel. Da muss der Imker dann entweder zufüttern oder irgendwelche anderen Maßnahmen ergreifen, dass die Bienen irgendwie über den Winter kommen. Die Bienen kriegen ja Unterstützung vom Imker, aber die anderen Insekten halt nicht. Und deshalb gehen die Zahlen auch ziemlich stark zurück von den Insekten, weil die finden einfach nicht genug. Es gibt auch Insektenarten, die nur auf diese eine Pflanzenart fokussiert sind. Und wenn die dann nicht mehr da ist, dann ist halt auch die Insektenart weg. Auf den Feldern wird ja auch meistens dafür gesorgt, dass da keine andere Pflanze außer der wächst, die wirklich gewollt ist. Und dass es dann auch möglichst kostengünstig ist. Da merkt man, dass man vielleicht auch nicht nur, dass die Landwirte was verändern müssen, sondern auch die Gesellschaft an sich, das Kaufverhalten. Es stimmt jetzt vom Gleichgewicht ja schon vieles nicht mehr, aber trotzdem sagen halt viele Menschen, irgendwie wird das schon oder das geht und ist nicht so schlimm. Aber vielleicht denken sie auch, ja, wir sind dann eh nicht mehr lange hier, also deshalb kann uns das egal sein, aber dadurch, dass man jetzt als Kind oder Jugendlicher schon mal nachdenkt, dass man die Erde ja dann irgendwie noch vielleicht für seine Kinder oder für sich haben will, das ist dann doof, wenn die Erwachsenen das nicht so sehen. Im Sommer und im Frühjahr, dann summt das alles so schön und zeigt dann immer so, dass alles lebt da drin. Und da weiß man dann, wenn man da diesen Geruch riecht, jetzt bin ich erstmal nur dafür da und nur für die Bienen zuständig und konzentriere mich nur darauf, das zu sehen, zu riechen, zu hören und das einfach nur wahrzunehmen, wie das da gerade so ist. Mit 13 wollte ich mich dann gern näher mit dem Thema Bienen- und Artenschutz auseinandersetzen und deshalb wollte ich dann auch an Jugendforsch teilnehmen. Das Ziel meines Projektes war, herauszufinden, was Schüler über Bienen überhaupt wissen und dann auch Wege zu finden, wie man dieses Wissen verbessern und gut vermitteln kann. Da läuft sie. Ja. So, und hier nimmst du das Ding raus, hier oben. Ja. Und mit der großen Öffnung setzt du auf die Königin. Mit der? Vorsicht, ja. Vorsicht. Ich will nicht. Aufs Wachs drücken. Finger drauf machen, sonst haut die ab. Okay. Die ganze Hand, die schlicht dich nicht. Rein damit. Gut. Das ist die normale Zeichenröhre. Hier kann sie rein und dann wird sie hier oben gegen Gitter gedrückt, dann kann man sie zeichnen. Mache ich nicht gerne. Ich nehme sie in den Finger und zeichne sie dann. Das ist blau. Man sieht sie auch so, aber mit der Zeichnung sieht man sie schneller. Kann ich sie rauslassen? Und jedes Jahr hat eine bestimmte Farbe. Mach mal auf da. Ja.
So. Das ist ein Klebstoff hier auf dem Brustschild. So, hier. Und jetzt hängen wir sie wieder raus, oder? Ja, hier ist sie dran. Und jetzt sieht man jetzt den Zusatzkäfig, deshalb, weil ich sie angefasst habe, sie hat Fremdgeruch und das ist sie nicht abstechen. Die lasse ich morgen raus, fressen sie aus und dann geht's wieder. Brauchst du noch irgendwas? Ja. So, dann muss ich eine Wabe rausnehmen. So, gut. Jetzt Ja, sitzt sie dran. jetzt kommt Absperrgitter wieder drauf. Da? Oh. Ist egal wie rum. Mhm. Ein wichtiger Teil meines Jugendforschprojektes war auch die praktische Anwendung in Form von einem Projekttag mit meiner Klasse. Zum Beispiel haben wir auch mal geguckt, wie viel Wassergehalt der Honig haben darf. Er darf ja nur maximal 18 bis 20% an Wassergehalt haben, sonst wird er im Glas dann schlecht, weil er zu feucht ist. Ich glaube, der ist noch zu flüssig, aber dazu muss ich dann erstmal in die Sonne. Ja. Der ist nicht. Geht nicht. Müssen wir drin die nehmen. Gut. Doch nicht ganz raus. So, die kannst du schon mal hintragen, Ja. den Deckel und hängst du dann gleich in die Steuerung. Ja. So ein bisschen finde ich ist in Ordnung, solange die Bienen dann selbst noch eine Nahrungsgrundlage haben und nicht nur auf den Menschen angewiesen sind. Komplett drin lassen würde ich den Honig wahrscheinlich auch nicht, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann nicht mehr genug Platz haben und schwärmen, ziemlich groß ist. Man sollte nicht zu viel rausnehmen, aber halt auch nicht zu wenig, sage ich mal. Vielleicht weitergeben an Freunde, aber nicht, um jetzt einen wirtschaftlichen Nutzen daraus für sich selbst zu ziehen. Dadurch, dass ich bei Jugend forscht mit sehr vielen Leuten Kontakt hatte, ist so ein Stein ins Rollen gekommen, der bis jetzt immer noch nicht ausgerollt ist. Ich habe dann sehr viele Vorträge gehalten, also vor Schülern unterschiedlichster Altersklassen. Dann bei Bienenmachen Schule. Dann war ich noch bei den Grünen Tagen in Erfurt und im Bienenmuseum. Und es ist dann so viel geworden, dass man da schnell den Überblick verloren hat. Es war zwar viel Arbeit und viel Zeit und viel auch durchhalten, aber es hat sich gelohnt und man hat sehr viele Erfahrungen gesammelt, wie man was so rüberbringt, dass auch andere merken, oh, das ist schützenswert und sich von dieser Freude oder der Motivation anstecken lassen. So, ja. Das tropft es. Ja, ist da. Habe ich schon drauf gewartet. Ich auch. Man muss halt bei sich anfangen und überlegen, was man selbst als Einzelperson auch schon tun kann.
man vielleicht überlegt, gut, ich habe genug, ich habe alles, was ich brauche. Und wenn man dieses Bewusstsein hat, dass man nicht alles wegschmeißen muss, nicht alles neu haben muss, dann wäre das, denke ich mal, schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn ich in das Volk reingucke, sehe ich halt wirklich einfach das Ganze an sich. Aber ohne die einzelnen Tiere würde es ja gar nicht gehen, ohne diese kleinen Glieder, die dann zusammen was Großes, Tolles ergeben.